Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für eine griechische Hackpfanne mit viel Gemüse. Dafür als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken und wenn das erledigt ist, geht es mit dem restlichen Gemüse weiter. Ich habe hier unter anderem 250 Gramm braune Champignons, putzen und dann je nach Größe halbieren oder vierteln. Als nächstes 2 Paprikaschoten entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden und zum Schluss noch eine große Zucchini längs halbieren und ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Als nächstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und dann für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommt das Rinderhack in die Pfanne, insgesamt 500 Gramm und jetzt für 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden krümelig darin anbraten. Als nächstes kommen die Gewürze dazu. Ich habe hier einen gehäuften Teelöffel Kumin bzw. gemahlenen Kreuzkümmel, außerdem je einen Teelöffel getrockneten Thymian sowie Rosmarin, einen halben Teelöffel Zimt und zum Schluss eine gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Alle Gewürze unterrühren und kurz mit anrösten lassen und danach kommt noch eine Dose gehackte Tomaten dazu. Alles ein letztes Mal gut umrühren und die Hackmischung anschließend auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen. Die Pfanne zurück auf den Herd stellen, nochmals etwas Öl in die Pfanne geben und dann kommt das vorbereitete Gemüse dazu. Das Gemüse jetzt für etwa 6 bis 7 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, dabei immer mal wieder umrühren bzw. durchschwenken und sobald das Gemüse die gewünschte Bissfestigkeit erreicht hat, alles mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Dann kommt die Tomaten-Hackmischung wieder zurück in die Pfanne, alles ein letztes Mal gut umrühren. Und dann sind wir auch schon fertig. Die Gemüse-Hackpfanne anschließend auf Tellern verteilen. Zum Schluss mit etwas zerbröseltem Feta-Käse und gehackter Petersilie garnieren und dann servieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.